Genau, dieses Jahr geht es für uns einmal über den großen Teich hoch nach Kopenhagen und da bereiten wir jetzt noch die nächsten Tage vor, bevor wir dann einmal nonstop nach Kopenhagen segeln. Ganz viel Spaß mit dem Video, wir freuen uns drauf. Dann füllen? Ja. Okay. Die Einräumkaskade. Das ist hier. Oh ja. Also das hier ist die Dosen und Konserven, ja. Deep Storage, und hier haben wir dann Brot und Süßigkeiten. Ja. So, wieder auf dem Boot angelangt. Jetzt gerade beim Motorservice, was ja immer eine kleine Kraxlerei ist. Und im Motor haben wir jetzt noch ein kleines bisschen Wasser gefunden. Und da sind wir gerade auf der Suche. Woher? Wieso, weshalb, warum? Also gibt immer die Möglichkeit, dass vom Boiler wieder irgendwas nicht läuft. Da drin wird das Kondenswasser vom Boiler gesammelt. Das ist aber noch nicht so viel, wir haben den ja erst gestern an, aber das sieht nach richtigem Wasser aus. Ist es Salz oder ist es nicht Salz? Nicht schmecken. Dann mache ich das mal. Das sieht sehr widerlich aus. Das ist nicht widerlich. Hast du den Schwamm? Darf ich mal? Ich gehe mal einmal rein mit der Hand und dann schmecke ich mal dran. Ich würde gerne festhalten, dass es schon ein bisschen widerlich ist. Das ist Öl. Das ist Öl. Öliges Wasser. Auf jeden Fall ölig, aber frisches Öl. Frisches Öl? Ja, ist kein Altöl. Es ist vom Ölwechsel, glaube ich. Und das ist halt einfach auch eine Expertise. Einfach Fusch am Bau. Und bitte einmal noch ein Gefäß, wo ich das reindrücken kann. Reicht. Also, da hinten hat sich jetzt eben Öl mit Wasser gemischt gesammelt. Man spürt es erstens, wenn man es in den Mund nimmt, was ich gerade gemacht habe, dann sind die Lippen hinterher schön ölig. Das ist der eine Trick. Zweitens ist kein Salzwasser, wenn man es gespürt hätte. Und drittens die Hände. Wenn ich jetzt gucken wir mal, das ist okay. Min-Max. Das passt. Keilriemen, guck mal einmal so, dass ein bisschen, also dass genügend Spannung drauf ist, dass der gut ist. Der ist nicht abgelaufen und das so ein kleines bisschen eindrückbar. Kurz vor voll. Und wenn wir jetzt fahren, dann muss man es eben schnell überprüfen, dass wir nicht Verluste haben, die das erklären, warum wir hier... Weil Öl sieht ja auch farbig ein bisschen anders. Das Öl, wenn es frisch ist, sieht genauso aus, sieht hell aus, so wie wir es gerade gesehen haben. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, Öl mit ein bisschen Wasser, Reste vom Ölwechsel oder auch ein bisschen Dieselleckage. Also wir haben vorher diese Flüssigkeit in der Motorbilge noch gefunden und
Wenn man dran riecht, das kann man jetzt natürlich schlecht ins Bild transportieren, dann ist es tatsächlich vermutlich eher Diesel, so dass die Möglichkeit besteht, dass so eine Vor- und Feinfilter und so getauscht und dass es entweder jetzt nicht richtig dicht ist und es nachsabbert, das werden wir gleich merken, wenn wir jetzt rausfahren und eine Runde den Motor benutzen, wenn es dann nachläuft, dann ist nicht gut. Oder aber, dass es doch manchmal auch nicht so einfach, das Zeug zu wechseln, dass da ein bisschen was in die Bille gelaufen ist und das noch die Reste sind. Aber erstens, der Geschmackstest war klar, es ist nicht salzig, sondern süß. Zweitens ist es ölig. Und wenn man jetzt dran riecht, spricht es eher gegen Motoröl. Es war auch fast zu sauber dafür und vermutlich ist es einfach Diesel. Und wir haben Care-Diesel getankt letztes Jahr im Sommer und das ist ein Diesel, der nicht so wahnsinnig nach Diesel Anführungszeichen riecht. Also die Geschichte ist wahrscheinlich das. Jetzt passt noch genau eine Kerbe. Wir haben jetzt tatsächlich noch 2 Tage in Anführungszeichen gewartet, weil wir einen strammen Nordost hatten. Und unser Ziel ist hier Kopenhagen nonstop. Das sind so 135 Seemeilen ab Neustadt, je nachdem, wie man es eben segeln kann, auch ein bisschen mehr. Und der Nordost lässt, wenn man hier ganz im Süden der Lübecker Bucht ist, der lässt es nicht so richtig zu, dass man da rauskommt. Also natürlich lässt es zu durch Kreuzen, aber wir haben jetzt ja auch kein totales Sportboot. Also 90 Grad Winkel bräuchten wir schon zum Kreuzen. Und das haben wir uns erspart. Und jetzt haben wir ein Wetterfenster für vielleicht 12 Stunden, wo der Wind beim Tief reinkommt vom Nordatlantik auf Süd-Südwest dreht. Das hat er auch schon, das ist ein bisschen feuchter, aber eben der Wind passt jetzt, um komplett etwa in 10 Stunden die Lübecker Bucht hoch zu segeln, bis dann auch Richtung Getzer und dann wird er entweder komplett abflauen oder wieder auf Ost drehen. Aber wenn wir im Getzer drumherum sind, dann sollte das passen. Und das Ziel ist, über Nacht das Ganze natürlich und morgen Richtung Vormittag dann in Kopenhagen einzulaufen. Und das zweite Ziel ist Klintholm, im Sonnenaufgang diese Felsen natürlich zu erleben. Jetzt laufen wir geradeaus, ganz entspannt gewesen mit dieser großen Mannschaft durchläuft. Wind, man spürt ihn schon in den Haaren überall. Das kommt jetzt von der richtigen Richtung und den nehmen wir jetzt nachher gleich. Komme! Ist doch fast keiner. Es ist eigentlich eher wenig problematisch, weil, wie gesagt, wenig Wind und wir haben einen Bullenstander an unserem Groß. Grüße an Ayoka. Und wir haben unsere Genua haben wir auch ausgebaumt, deswegen kann eigentlich nichts passieren. Aber voll vorm Wind mit Schmetterling ist es halt doch immer. Muss man sauber Kurs halten. Millimeterarbeit. Cool, ja, machst du aber toll. Okay, und du, Uschi, hast ein bisschen Bedenken vor 30 Stunden Segeln? Ja, wenn es so bleibt, dann ist alles bestens, aber ansonsten 30 Stunden, das ist schon lang.
Aber ihr macht es. Weil wenn man ausrechnen will, wie oft dann die AES-Stehwelle sich meldet. Simon, was machst du denn? Kochen. Oh, lecker. Ja. Aber jetzt im Hafen oder was? Nein, auf See. Gemüsereis gibt's. Dein Spezialgericht. Ja, auf jeden Fall. Jetzt ist gerade noch ein bisschen Vorbereitung, was wir alles brauchen und dafür brauchen wir Reis. Ich habe keine Ahnung, wo irgendwas ist. Ja. Was machst du? Oh, cool. Hast du überhaupt noch ein Buch? Du schließt ja immer so schnell. Ja. Cool, wie viele Bücher ist dabei? 4. 4? Oh, das ist natürlich viel zu wenig. Muss man bald noch ein paar runterladen, ne? Also als erstes Zwiebeln anschwitzen, zusammen mit Speck. Lecker Speck. Einmal enthäuten. Weil wir nachher kleine Würfelchen haben, müssen wir immer so anschneiden. Und danach geht man dann so runter. Simon, was ist es für ein Herd? Ein Diesel-Ceranfeld. Das heißt, er verbrennt einfach den Botsdiesel, ja genau, um eben das Feld zu erhitzen. Das war ganz praktisch, weil kein Gas an Bord, kein Nachschubproblem. Was aber noch so ein kleines bisschen der Nachteil ist, dass eben, wenn es aufgeheizt ist, erstmal warm ist und man kann es nicht besonders gut regulieren, weil es vor allem einfach eine Temperatur halten kann und da eigentlich recht sparsam ist. Das heißt, man heizt immer auf und geht dann einfach runter von der Temperatur und man hat ein heißeres und ein weniger heißes Feld und kann dann so eben variieren. Ich finde das halt einfach Man hat einen Kollege gewunken. Der fährt tatsächlich ohne Segel, unverschämt. Man kann schon noch segeln. Fällt vielleicht auch ein bisschen gegen an, aber Möglicherweise. Die sind da nicht ganz so streng. Simon, wie sieht's aus im Essen? Wir haben Hunger. würde ich sagen. Küngelt jetzt noch ein bisschen ab. Passt. Genau, sind wir jetzt gerade auch auf den letzten Metern. Aber mit dem Ceranfeld dauert es halt einfach ein bisschen, bis es aufheizt. Jetzt langsam weicht das Wasser durch das Fenster. Und wir werden langsam fertig. Jetzt geht's essen. Gemüse, lecker. Schweizer Flagge. Das ist ja schön. Jetzt sind wir schon am Bodensee. Total falsch gedruckt. Zeit, wir gehen in die dänischen Hoheitsgewässer. Und wie es gehört, ist eine Gastlandflagge, der natürlich zu heißen. Steuerbord natürlich. Wir haben Backbord und kann man alles Mögliche hochziehen. Und wir haben zum Beispiel unsere Europaflagge dort. Aber Steuerbord ist reserviert für das Gastland. Ja, die dänische Flagge heißt auch der Dannebrog. Und ist eigentlich eine schöne Flagge. Der Schweiz nur im Rechteck, so ungefähr. Moment, also wenn wir es jetzt, ich weiß gar nicht, darf man glaube ich gar nicht Flaggen. So ein bisschen verhunzen. Jawohl! Gibt's auch nicht mehr. Ja, genau. Das ist quasi die USA-Flagge, nur ein bisschen anders. So, wir hatten jetzt die Fender noch hinten am Heck aufhängen. Natürlich so sicher, dass sie nicht rausfliegen, mit einem Wildlandsleg und 2 Schlägen. Okay. Und jetzt holen wir sie wieder rein, weil wir wollen nicht, dass sie nass werden, weil da hinten sieht man es ja schon so ein bisschen, da ändert sich die Wetterlage. Wenn wir Glück haben, haben wir jetzt mit unserem südöstlichen Wind, also so von hier ungefähr,
haben wir dann möglicherweise Glück und die Gewitterfront zieht eher Richtung Festland, also Richtung Getzer. Da sieht man nachher auch schon ganz schön den Leuchtturm. Und jetzt richten wir hier einfach alles mal, dass es fertig ist, falls wir reingehen, wenn der Regen und das Gewitter kommt. Kannst du auch so Kraftnummer spielen? Was macht Simon, während wir uns fürs Gewitter festmachen? Simon kocht und bereitet sich auf das Gewitter vor. Ich mach die Hausfee. Simon ist Chefsmutje. Ja. Vielleicht zweimal kochen am Tag ist schon gut. Ja, heute gibt's Reis. Ich habe ein bisschen viel Reis gemacht. Deswegen gibt es noch lecker Würstle. Würstchen. Und ja, mal eine 1A-Freunde, sagen wir mal so. Das ist quasi, dass die Antioxidationsmittel hier rausgehen, dass wir diese schöne braune Kruste herbekommen, dass wir auch diese Raucharomen, die wir einfach künstlich erzeugen. Und wo man weiter aufpassen muss. Und das ist halt einfach, dass man darf nicht zu viel, nicht zu wenig Öl in die Pfanne nehmen. Genauso, komm mal her. Genauso, einfach so ein einfacher Ausfahren-Trick für den einen. Und falls das Öl knapp wird, fahren ja genügend Tanker rum. Und fertig ist jetzt unser angerichtetes Brotgericht. Würstle, Reisbrot. Kann jetzt verzerrt werden. Wunderbar, oder? Auf Kollisionskurs. Jeder Einzelne könnte uns erwischen. Der erste am wenigsten wahrscheinlich. Der zweite und der dritte, die würden uns jeweils packen. Also jetzt am Abend. Ich glaube, so wenig Wind haben wir noch nie gesehen auf der ganzen Ostsee. Das ist wirklich alles unglaublich ruhig und flach, die See. Genau, gerade einmal noch die Kadettrinne passiert, oder sind wir gerade am Passieren. Das ist dann auch das Letzte, was noch spannend wird. Und dann geht es heute Nacht einmal eben an Dänemark hoch in Richtung Kopenhagen. Das ist dann nicht mehr so spannend. Aber jetzt ist gerade noch so ein bisschen, was Park gerade gesagt hat, kommt es darauf an, ob wir einen von den Frachtern berühren. Mal schauen. Da ist jetzt ein großer Tanker. Lilla China ist mit knapp 11 Knoten unterwegs und wir haben theoretisch Kollisionskurs und deswegen schaue ich jetzt mal. Der kommt zwar von rechts, aber ist natürlich mit 4-5 Knoten Bootsgeschwindigkeit schwierig, dem auszuweichen. Deswegen schaue ich gerade, ob der seinen Kurs korrigiert und das hat er ein kleines bisschen gemacht. Kommt jetzt gerade eine Fähre entlang und von Weitem sah das so aus wie ein Leuchtturm. Und es liegt daran, dass die oben einen Rotor hat oder so eine Windturbine. Und es ist eine Hybridfähre, heißt, die nutzt dann die Windenergie auch und hat halt da so einen sehr großen, sieht so aus wie ein Schornstein eigentlich drauf. Und genau, die fährt jetzt vorne am Bug an uns vorbei. Also, wir haben jetzt einen neuen Kurs angelegt, weil wir sind jetzt aus der Kadettrinne raus. Heißt, es kommt auch kein Frachter mehr, oder zumindest nicht, dass wir jetzt wüssten, der uns in die Quere kommt. Und jetzt fahren wir quasi nördlich von der Kardinaltonne Süd von Getzer entlang. Es geht für uns, weil wir haben wirklich ganz gute Bedingungen und darüber ist zwar flach, aber das reicht sehr locker. Und den Kurs fahren wir jetzt weiter bis
zu einer Landzunge, die Möhn heißt. Da gibt es dann auch einen Leuchtturm, den werden wir auch heute Nacht öfters sehen. Und bis Möhn sind es noch so 30 bis 40 Seemeilen ungefähr. Und ab dort können wir dann quasi Kurs Kopenhagen setzen. Aber das ist jetzt erstmal das Zwischenziel. Direkt neben der Müllverbrennungsanlage. Wir sind direkt beim Ski. Im Guck mal, Skigebiet. da ist der Skilift. Siehst du? Ja. Sogar hinlaufen. Siehst du?